Hallo! Hallo! Wir drehen am Kläppchen. Tut mir leid, ich habe jetzt irgendwie den Ohrwurm von Mickey Mouse im Kopf. Von Mickey Mouse Wunderhaus, ja. Ich glaube, du bist ein bisschen zu lange schon zu Hause, ne? Auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, man kriegt schon ganz schön einen an eine Waffel, ne? Oder? Irgendwie schon. Ja. Es ist auch manchmal lustig. Kennt ihr das? Erst müde, dann doof. Ich glaube, das gilt auch fürs Zuhausebleiben. Ja. Das Thema ist Too Long at Home, ne? Also damit ist Lagerkoller gemeint und seine Freunde, ne? Alle sind im Homeoffice, die Kinder, die sind unten und wir versuchen irgendwie unser Piranha-Becken TV hier abzureißen. Ja. Ne? Und das geht nicht anders, weil die Oma kann nicht auf die Kinder aufpassen. Das müssen wir selber machen. Und hoffentlich massakrieren die sich da nicht gegenseitig oder stolpern über irgendwelche Dinge. Und Krankenhaus ist momentan verboten, haben wir den Kindern gesagt. Solange keiner schreit. Ja, klar. Ne? Okay, also alle im Homeoffice, alle hängen hier rum. Ne? Einige finden es sogar gut. Ne? Der Harry zum Beispiel, der findet es super. Ne? Wenn es nach dem geht, könnte er so bleiben. Der ist auch sehr effektiv in dem, was er da macht. Also der arbeitet auch gut. Ne? Jetzt muss man sagen, der Harry, der ist aber auch in einer komplett anderen Situation wie wir. Ne? Erstens der kann gar nicht so lange. Zockt der total gerne alleine zu Hause, genau. Ist sowieso irgendwie so ein Stubenhocker. Ja. Und deswegen genießt er das auch ein Stück weit. Und unser Eins irgendwie ist mit der ganzen Familie hier irgendwie und hockt sich da aufeinander. Und wir drehen voll am Rad. Das ist schon was anderes. Gut, also ich kann ja einmal einen Tag irgendwie ausbrechen, kann 8 Stunden arbeiten gehen, ja. Damit wir diese ganze Geschichte hier auch entzerren und weil dann auch viele Sachen zu tun sind und so weiter. Ich könnte auch hier Homeoffice machen, aber dann wären wir doppelt betroffen. Das heißt, die Kinder stören ja trotzdem. Das ist einfach so, ne? Und ja, ist halt ein bisschen schwierig. Sie hat jetzt darunter zu leiden hauptsächlich, ja? Dass du zu Hause hockst und es ist nicht so einfach, ne? Lagerkoller zu Hause, ja. Was macht man dagegen, ne? Mit den Kindern hast du beispielsweise mal Frühsport gemacht irgendwie für YouTube und Zeugs und sowas, ne? Ja, das ist tatsächlich, man kann sich das vorstellen wie den Klassiker, aber es hilft. Es hilft tatsächlich, wenn man Kinder zu Hause hat, YouTube an, Sportprogramm an und dann machen alle mit. Es gibt zum Beispiel auf YouTube von Alba Berlin so Videos, da machen die jeden Morgen einen Frühsport für Kita-Kinder, für Grundschulkinder und für ältere Kinder. Jeweils so eine Stunde. Und das ist ziemlich cool gemacht. Und dann, was weiß ich, sind alle eine Ente und laufen im Kreis oder was weiß ich, laufen dann durch den Wald und müssen dann auf Zehenspitzen auf den Baumstamm und so. Und dann laufen die Kinder durchs Wohnzimmer und machen das nach. Und das ist eigentlich ziemlich witzig und alle kriegen Bewegung. Selbst wenn man nur ein Wohnzimmer zur Verfügung hat, funktioniert das wunderbar. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel dann machen, um erstens in Bewegung zu bleiben und zweitens, um ein bisschen Zeit zu überbrücken mal. Das ist ganz cool. Zum Glück gibt's auch noch Social Media. Ja. Das heißt also, dass wir den Kontakt zu anderen Leuten nicht verlieren, so, dass sehr viele Leute auch jetzt posten wie die Wahnsinnigen, dass man also informiert wird über Dinge, ne, wie anderen Menschen es geht und so, sehr viele Streams von zu Hause aus dem Wohnzimmer, ja aus dem Keller hier, ne, mit Schlagzeug im Hintergrund, den Krogi habe ich gesehen, wo er halt von zu Hause aus streamt und so weiter, ne. Ja, du hast ja auch hier die Gitarren, ne? Ja, ich habe die Gitarren hier, ne, also das ist halt irgendwie, man macht viel zu Hause, man macht die Dinge, die man vielleicht sonst nicht gemacht hätte, vor allem am Wochenende so, ne, man hat halt irgendwie, vielleicht als kreativer Mensch hat man da auch weniger Probleme, glaube ich, ne, so einen Koller zu bekommen, weil es gibt immer irgendwas, was man machen kann, was man schon lange hätte machen wollen oder solche Dinge, ne? Oder gucken wollen und so. Also wenn irgendwann Netflix durchgespielt ist, dann ist es natürlich schon so ein bisschen schwierig, ne? Weil dann kommt so ein bisschen die Lethargie, so wie der Tiger von Eschnapur im Käfig hin und her, ne? Dann ist das schon ein bisschen blöd. Da muss man irgendwie nach draußen. Zum Glück haben wir den Vorteil, dass wir noch nach draußen dürfen. Aktuell dürfen wir hier noch. Ich hoffe, dass das so bleibt, dass man zumindest alleine mal ein Ründchen gehen kann. Ne? Man muss ja nicht anderen Menschen begegnen oder kann einen Bogen drum machen, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass wir noch ein bisschen spazieren gehen können und dann ein bisschen frische Luft schnappen und das tut gut. Genau. Interessant an der Stelle ist hier auch, ne, dass du zum Beispiel hier, da wo du jetzt sitzt, Musik machst. Ja, ich mache die Musik hier, ja, das ist richtig, genau. Das heißt, wir haben hier nicht nur diese Instrumente, sondern auch noch andere Instrumente und so. Und dann würdest du normalerweise auch zum Beispiel hier Musik machen. Ja. Und jetzt machst du es dann einfach auch. Dann mache ich es auch, genau. Ja, wunderbar. Gut,
Ja, hoffentlich kriegt ihr keinen Lagerkoller. Hoffentlich seid ihr einigermaßen noch glimpflich dabei. Ist noch am Laufen, ja. Super. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man sich zu Hause intelligent die Zeit vertreiben kann oder so, dann dürft ihr auch gerne eure Tipps hier noch unten mit reinschreiben. Irgendwie, vielleicht ist ja auch noch was für uns dabei. Habt ihr auch einen Lagerkoller? Oder, Erzählt mal davon. Sind immer gefragt. Sachen, die man sonst nie gezockt hätte, zockt man dann. Ne? Kann man machen, ja. Kann man machen. Mhm. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja, ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber da fragt einer, kennt ihr Kingdom Come Deliverance? Und die Frage dazu ist, was haltet ihr von den dort durchgesetzten Realismus? Das heißt, Essen, Schlafen, Waschen, als notwendiger Spielebestandteil. Mhm. Kingdom Come Deliverance ist ein großartiges Spiel. Respekt an der Stelle. Ja, also das ist sehr, sehr gut gemacht und großartig produziert. Grüße gehen raus an Warhorse. Mahlzeit. So. Ja, Realismus. Realismus ist immer so eine Sache. Ne? Wenn man es übertreibt, kann es dazu führen, dass der Spieler genervt wird, weil er halt Dinge erreichen möchte und durch Realismus unter Umständen daran gehindert wird, es schneller zu erreichen, also so schnell zu erreichen, wie er es vielleicht gerne möchte. Das heißt, auf der einen Seite möchte der Entwickler gerne Immersion erzeugen, dadurch, dass ich viele Effekte habe und auf viele Dinge achten muss, in die ich im realen Leben auch achten müsste. Das kann einen tollen, positiven Effekt haben. Ich finde, das haben die sehr gut gelöst. Auf der anderen Seite wäre es für unsere Art Spiele, das ist so ähnlich wie dieser Survival-Aspekt irgendwie, eben eine andere Art Spiel. Wenn du dich damit beschäftigen musst, die permanent zu überleben, spielst du was anderes und hast auch einen Fokus woanders drauf. Du gehst anders exploren, gehst vielleicht nicht so weit und kümmerst dich um andere Dinge, um ein anderes Ressourcenmanagement, als du es tun würdest in einem Spiel, wie wir es haben, wo wir sagen, nein, du kannst einfach alles mitnehmen, du kannst überall hingehen und du musst nur aufpassen, dass du nicht aufs Maul kriegst. Volumenreduktionsrucksack haben wir, ja, und da stopfst du alles rein und es ist egal, wie schwer es ist oder sonst was. Und viele Spiele haben es, wenn vielleicht sogar die meisten, ein limitiertes Inventar, ja, wo du halt irgendwie aufs Gewicht achten musst oder sonstige Geschichten. Und da ist schon im Kleinen, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch im Großen, schon irgendwie, ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Natürlich Gewicht zuzulassen oder halt darauf achten zu müssen, ist schon viel mehr Ressourcenmanagement und du hast auch sehr viel mehr darauf zu achten. Es macht das Spiel halt langsamer, ja, es macht das Spiel sehr viel mehr, du musst sehr viel mehr hin und her laufen, du musst dir überlegen, welche Items nimmst du überhaupt und welche nicht und so weiter. Das heißt, das Spielgefühl ändert sich komplett. Ja. Es ist ein cooler Ansatz, es ist eher ein spannender Ansatz. Unser Ansatz ist eher der Volumenreduktionsrucksack-Ansatz, ne? Aus diversen Gründen, aus der Tradition heraus, weil Menschen es auch gewohnt sind. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise sehr viel mehr Realismus reinbringen würden, wie zum Beispiel ein limitiertes Inventar und so weiter, glaube ich nicht, dass die Menschen uns das danken würden. So, ich glaube auch, jede Spielform in dieser Art hat seine Existenzberechtigung. Richtig. Und wir würden unser Spiel auch etwas damit nehmen. Deshalb, es gibt, die Bethesda-Spiele funktionieren schon wieder anders, wie die Warhorse-Spiele funktionieren anders als die Piranha-Bytes-Spiele. Ja. Und jedes davon ist anders cool. Und wir glauben, es ist eine gute Idee, auf das Prinzip zu setzen, dass wir bis hierhin durchgehalten haben, weil Leute sich auch darauf freuen, dann an dieser Stelle irgendwie frei aufspielen zu können und eben nicht auf die Dinge achten zu müssen, die sie bei anderen Spielen haben. Im Endeffekt ist es alles eine Geschmacksfrage. Darauf kann man es runterbrechen. Und wenn man etwas macht, dann machst du es konsequent, dann ziehst du durch, das haben die getan. Ja. No. Okay, vielen Dank für die Frage und für das Interesse und teilt uns eure Gedanken mit über den ganzen Kram und wir lesen uns das auch gerne durch, was ihr da erzählt und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha Becken TV. Mach's gut, bis bald. Mach's gut. Ich fange schon an zu verballern hier. Ne? Vielleicht musst du mal was trinken. Vielleicht muss ich mal was trinken, sonst kriege ich hier einen Lagerkoller.